Hallo, ich bin aus dem Urlaub zurück und möchte euch kurz die Bücher, die ich im Mai gelesen habe, vorstellen. Das waren 6 Stück. Eins davon ist ein Non-Fiction-Buch und das andere sind Romane. Ich fange mit dem Non-Fiction-Buch an, und zwar war das Ausgerechnet ich von Erika Mann. Ähm, Dieses Buch enthält verschiedene Texte von ihr, die sie im Laufe zwischen 1929 und 1969 geschrieben hat. Diese Texte sind in 5 Etappen eingeteilt, die auch so zeitlich begrenzt sind. Und zwar das erste sind ihre Reiseschriften, die sie zusammen mit ihrem Bruder aufgeschrieben hat, die so bis 1932 erschienen sind. Dann gibt es einige Texte von der Pfeffermühle, ihrer Theatergruppe, die sie zwischen 1933 bis 1936 hatte. Dann gibt es Berichte über die Emigration. Dann gibt es Texte, die sie als Kriegsberichterstattung geschrieben hat. Sie war für den CNN, glaube ich, unterwegs. Und dann gibt es Texte, die sie in der Nachkriegszeit geschrieben hat. Es gab also insgesamt einiges Interessantes in diesem Buch. Was mir nicht gefallen hat, sind die ersten Reiseberichte. Ich kenne das auch schon von Klaus Mann, dass er einfach sehr exotisierend geschrieben hat, sehr rassistisch geschrieben hat. Das hat auch sie gemacht. Und tatsächlich überraschend für mich war auch, wie eindeutig sexistisch sie in diesen ersten Texten war. So hätte ich das nicht erwartet. Es hat sich aber, also in Bezug auf Sexismus, hat sie sich aber auch weiterentwickelt. Also es gibt auch ein, zwei Texte da drin, die sie später geschrieben hat, wo deutlich wird, dass sie schon einen feministischeren Anspruch mit der Zeit entwickelt hat. In Bezug auf Rassismus kann ich das jetzt so nicht bestätigen. Sie hat aber einfach ihren Fokus verändert. Sie hat also über Dinge geschrieben, die sie direkt beeinflussen. Und dadurch hat sie gar nicht mehr so viel Gelegenheit gehabt, so exotisierend zu schreiben. Weswegen ich den Rest der Texte schon interessant fand und weitergelesen habe. Bei den Reiseberichten habe ich einiges übersprungen, weil es das einfach nicht wert war. Aber ich habe dieses Buch lesen wollen, weil ich interessiert bin an queeren Zeitzeugenberichten, und genau das habe ich von diesem Buch bekommen. Deswegen hat es das, was ich erwartet habe, ziemlich erfüllt. Und damit zu den Romanen, die ich im Mai gelesen habe. Als erstes habe ich Unter den Udala-Bäumen von Chinelo Okparanta beendet. Dieses Buch hat mir sehr gut gefallen und ich habe auch ein extra Video dazu gemacht, deswegen werde ich mich hier jetzt sehr kurz fassen. Es erzählt die Coming-of-Age-Geschichte von Ijeoma, die ein lesbisches Igbo-Mädchen ist, das in Nigeria lebt und so 1968 ungefähr 11 bis 12 Jahre alt ist. Dieses Buch ist relativ bekannt, es ist ja auch ins Deutsche übersetzt worden und ich kann es auf jeden Fall auch empfehlen. Als nächstes habe ich Little and Lion von Brandy Colbert gelesen. Dieses Buch habe ich als Hörbuch gehört. Und es geht hier um Suzette, die von ihrem Bruder Little genannt wird, die zu den Sommerferien nach einem Jahr Internat zurück nach Hause kommt. Sie ist von ihren Eltern aufs Internat geschickt worden, weil es ihrem Bruder nicht so gut ging und er als bipolar diagnostiziert wurde. Es geht hier also auch um Mental Health, wobei Suzette die Hauptperson ist und es zeigt, wie sich dieses Bipolar-Sein und dass es ihm so schlecht geht, auf die Schwester auswirkt, die dann auch überlegt, wie es sich auf ihn auswirkt, wie es sich für ihn anfühlt, aber es ist jetzt nicht aus seiner Perspektive erzählt worden. Das beschäftigt Suzette auf der einen Seite, aber sie muss sich auch sehr mit sich selber auseinandersetzen, weil sie in einigen Dingen auch nicht der Norm entspricht. Also sie ist schwarz und jüdisch und sie hat im Jahr im Internat herausgefunden, dass sie auf jeden Fall nicht nur heterosexuell ist. Und in diesen Identitäten muss sie sich erst finden und auch gucken, wie und ob sie da zu sich stehen kann. Es ist also eine Coming-out, Coming-of-Age-Geschichte. Dann habe ich Annie John von Jamaica Kincaid gelesen. Das Buch habe ich auf dem Bücherhallenflohmarkt gefunden und wusste darüber sehr wenig. Eigentlich nicht. Ich hatte von Jamaica Kincaid schon ein anderes Buch gelesen, und zwar die Autobiografie meiner Mutter. Das Buch hat mir sehr gut gefallen und deswegen war ich interessiert daran, noch mehr von ihr zu lesen.
Und der Buchrücken klang auch einigermaßen interessant von diesem Buch. Ich werde kurz den ersten Satz vorlesen. Und zwar: Annie John wächst auf einer kleinen Karibikinsel heran, übrigens Antigua, bis sie mit 17 Jahren ins ferne England geht. Dass sie nach England geht, passiert auf den letzten paar Seiten. Das ist nicht der Angelpunkt dieser Geschichte. Es ist ein klarer Spoiler, sondern es geht um ihr Leben, bis sie 17 Jahre alt war. Bis dahin spielt ihre Mutter eine sehr, sehr wichtige Rolle. Sie ist ein großer Teil von ihrem Leben. Annie erzählt jetzt ihre Gefühle und Auseinandersetzungen mit ihrer Mutter über ihre Mutter. Und es geht auch viel um verschiedene Mädchen, mit denen Annie sehr gerne viel Zeit verbringt, zu denen sie sich auch körperlich hingezogen fühlt, denn Annie ist lesbisch. Wobei mir jetzt nicht immer klar geworden ist, welche Gefühle sie jetzt wirklich für diese einzelnen Mädchen hatte. Denn Annie erzählt alles auf so eine irgendwie kühle und distanzierte Art und Weise, wodurch ich mich manchmal gefragt habe, ob sie wirklich so distanziert von diesen Mädchen auch sich gefühlt hat. Auf Goodreads haben einige Leute gesagt, dass sie Annie überhaupt nicht ausstehen konnten. Ich mochte sie eigentlich. Also klar, sie hat kühl und distanziert geschrieben. Sie ist ein sehr selbstbewusstes Mädchen und was auch dadurch kommt, dass sie sehr intelligent ist und sich dadurch vielleicht manchmal über andere Leute stellt. Nicht vielleicht, sondern sie stellt sich dadurch zum Teil über andere Leute. Aber das fand ich sehr nachvollziehbar, warum sie das macht. Ohne dass ich es gut heiße, fand ich es einfach nicht vom Himmel gefallen, was mir wichtig ist bei Charakteren. Sie ist aber gleichzeitig auch so etwas wie ein Klassenclown und ich fand sie zum Teil tatsächlich sehr lustig und einfallsreich. An einer Stelle schreibt sie zum Beispiel: Wenn ich das Gefühl hatte, dass alles wieder im Reinen war, heckte ich etwas Neues aus. Und genau das beschreibt sie auch ziemlich gut. Dann habe ich Kabu Kabu von Nnedi Okorafor beendet. Das Buch hat mir auch sehr gut gefallen. Es enthält 21 Kurzgeschichten, die ich sehr unterhaltsam und spannend fand. Der Hauptteil der Geschichten spielt in den USA oder Nigeria. Einige Welten der Geschichten kamen mir aus anderen Büchern bekannt vor. Eine Geschichte zum Beispiel aus dem Buch Lagune. Andere Kurzgeschichten hatten gleiche Charaktere, was ich später herausgefunden habe, weil sie eigentlich aus einem Buch stand. Aber diese Geschichten bestanden, obwohl sie in einem Buch eigentlich erscheinen sollten, stand jede Geschichte schon für sich selber und konnte für sich selber verstanden werden. Bei 21 Kurzgeschichten fällt es mir schwer, jetzt konkret zu sagen, worum es im Allgemeinen in allen ging, aber alle gehören irgendwie zu dem Genre Afrofuturism. Wobei die erste Geschichte so ein bisschen raussticht. Die Geschichte ist nämlich sehr direkt. Da geht es um eine direkte Kritik an so einem rassistischen Trope, den Autoren häufiger mal verwenden. Die anderen Geschichten sind so ein bisschen subtiler und erzählen auch viel einfach so Erfahrungen von einzelnen Personen. Wie es zu diesen Geschichten kam, was sie inspiriert hat, was die Hintergründe dafür sind, erzählt Nnedi Okorafor am Ende. Also jede Geschichte hat so einen Absatz, die ein bisschen was dazu erzählt, was mir sehr gut gefallen hat, um das so ein bisschen einzusortieren zu können und verstehen zu können. Ansonsten fand ich das eine sehr schöne Sammlung aus Kurzgeschichten, die ich auch empfehlen kann. Und als letztes habe ich The Reluctant Fundamentalist von Mohsin Hamid gelesen. Von diesem Buch hatte ich jetzt bisher noch nichts gehört, aber wohl von dem Autor. Und zwar hatte ich Exit West von ihm gelesen. Dieses Buch hat mir auch sehr gut gefallen und schon bei Exit West sieht man, wie einfallsreich der Autor ist und so versucht, anderen die Geschichte so ein bisschen zu drehen und ein bisschen anders zu erzählen. Und genau dieser Einfallsreichtum, der mir in Exit West gefallen hat, ist jetzt auch hier drin. Ansonsten sind die Bücher sich nicht wirklich ähnlich. Außer, dass sie halt zeigen, dass es ein begabter Autor ist, der gut Geschichten erzählen kann. Genau, mehr als dass mir Exit West gefallen hat, wusste ich über dieses Buch nicht. Und dann habe ich den ersten Absatz gelesen, um zu gucken, ob mir das vielleicht auch gefallen würde. Und der hat mich angesprochen und ich möchte euch auch kurz den ersten Absatz vorlesen. Oder besser, die ersten 3 Sätze. Excuse me, sir, but may I be of assistance? Ah, I see I've alarmed you. Do not be frightened by my beard. I am a lover of America. In diesem Buch erzählt die Hauptperson, die ihr hier auch gerade gehört habt,
von ihren Erfahrungen in den USA während der 4,5 Jahre Aufenthalt als junger Mann aus Pakistan. Er ist fürs Studium in die USA gekommen, er war sehr erfolgreich, er ist auch nach Princeton gekommen und danach ist er ein sehr gut bezahlter BWL-Typ geworden. Und nun erzählt er unter anderem von seinen Othering-Erfahrungen und insgesamt von seinen Erfahrungen mit Rassismus. Er war 2001 zu 9/11 in den USA und das hat klar auch nochmal seine Erfahrungen stark geprägt. Und es geht auch viel darum, um seine Liebe Erika, die er auch dort kennengelernt hat. Das Ganze erzählt er einem weißen Amerikaner, der quasi nicht zu Wort kommt, dem er Lahore zeigen will, weil der gerade neu nach Lahore gekommen ist und wohl auch noch nie in Pakistan allgemein war. Mich hat die Erzählweise besonders gepackt. Ich fand sie sehr interessant und kreativ, wobei die Geschichte da jetzt nicht nachsteht. Also das hat sich sehr gut ergänzt. Diese beiden Sachen haben die Geschichte schön rund und neu und unterhaltsam gemacht. Und damit war's das. Das waren die Bücher, die ich im Mai gelesen habe. Wenn ihr Fragen zu den einzelnen Büchern habt, stellt sie gerne. Wie immer habe ich versucht, mich kurz zu fassen. Mich würde auch interessieren, was euer Lieblingsbuch im Monat Mai war. Ich bin sehr erfreut über Leseempfehlungen auf jeden Fall. Und ansonsten war's das. Bis bald.